Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es nur ganz kurz darum, um die TCP-Option Window Scaling. Window Scaling ist ziemlich cool und macht das ganze Leben auch ein bisschen leichter. Allerdings kann man die nicht einsetzen, wenn man Sync-Cookies benutzt, und deswegen möchte ich die in dem Zusammenhang von letztem Video auch noch kurz erwähnen. Deswegen machen wir die jetzt schon. Ist auch wirklich eine sehr, sehr weit verbreitete TCP-Option, deswegen ist es auch sehr, sehr nützlich, dass ich die schon mal erwähne. Okay. Also, ich habe für eine Option von TCP genau 32 Bit übrig, für jede Option sozusagen. Und ja, muss man dann einfach im Offset hier angeben, hatte ich auch schon alles erwähnt. Wie sieht so eine Option jetzt aus? Und zwar kann ich damit mein Empfangsfenster, also das Fenster, was ich zur Flusskontrolle, hatten wir auch schon behandelt, einsetze, das kann ich damit sozusagen skalieren. Ihr wisst, ich habe für mein Empfangsfenster gerade mal 16 Bit übrig. Das ist nicht wirklich viel und deswegen hat man hier gesagt, okay, mit der TCP-Option Window Scaling mache ich einfach Folgendes. Ich gebe an, ich habe hier, also ich gebe erstmal als Bit an, welche TCP-Option ich benutzen möchte. Also zum Beispiel 28, die TCP-Option 28, keine Ahnung, ob es die jetzt wirklich gibt, aber auf jeden Fall die Version oder die Nummer, also von Window Scaling. Das heißt erstmal den Typ von unserem Window Scaling. Ich habe ja insgesamt 32 Bit. Dann gebe ich die Länge von meinem Window Scaling an, das heißt, wie viele Bits benutze ich jetzt tatsächlich. Normalerweise werden es immer 32 sein. Das heißt, man gibt hier einfach an, wie viele Bits bleiben, also die Länge davon, Length. So, ups. Und jetzt kommt Value. Value ist einfach der Wert von der TCP-Option Window Scaling. Und was das jetzt bedeutet ist, sagen wir mal, ich habe hier in meinem Value einen Wert auf 8 gesetzt, zum Beispiel. Was dann passiert ist folgendes. Hier steht der Wert 8 drin, das heißt, es wird interpretiert als Empfangsfenster, das angegeben wurde, mal 8. So viel Empfangsfenster habe ich zur Verfügung. Und damit kann ich wirklich Fenster angeben bis zum Gigabyte-Bereich. Das heißt, ich sage, ich habe so unglaublich viel Platz, schick mir all deine Daten und ich verarbeite sie sofort für dich. Das ist wahrscheinlich das, was YouTube gerade bei mir macht. Ich lade nämlich schon wieder ein Video hoch. Ja, all diese Dinge sind sehr cool und werden auch sehr weit eingesetzt. Und das war's eigentlich auch, glaube ich, schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt es alle verstanden. Ansonsten einfach nochmal kurz anhören. Wie gesagt, einfach hier Typ, Länge von dem Ding und dann den Wert, und der Wert multipliziert mir mein Empfangsfenster einfach genau das, was im Empfangsfenster steht, mal dem, was ich hier in dem Value von der TCP-Option angegeben habe. Ach so, nein, halt, ich bin noch gar nicht fertig. Lüge. Okay. Sorry, wollt euch nicht anlügen, natürlich nicht. Und zwar, warum kann ich jetzt hier bei meinem Sync-Cookie diese TCP-Option nicht mehr benutzen? Naja, ich muss mir ja merken, was ich dem Gegenüber hier, dem Sender, gesagt habe, was ich denn für ein Empfangsfenster habe, denn ansonsten habe ich hier natürlich Schwierigkeiten. Und wenn ich dem gesagt habe, ich habe eine TCP-Option von 25 geschickt oder sowas, und der schickt mir einfach Daten aus der Hölle, aus der allertiefsten sogar, und ich kann damit nicht umgehen, dann wäre das natürlich doof. Was man jetzt also macht, ist folgendes. Ich setze Sync-Cookies, die wir im letzten Video behandelt hatten, gegen Sync-Flooding-Angriffe, setze ich erst ein, wenn meine Ressourcen langsam sich dem Ende neigen, sprich, wenn ich gerade schon vermutlich angegriffen werde, und dann macht es auch nichts mehr, denn wenn ich schon wenig Ressourcen habe, dann muss ich auch mein Empfangsfenster nicht mehr skalieren und brauche auch diese TCP-Option von Window Scaling nicht mehr. Sprich, mir reichen meine 32 Bit aus. Und wie gesagt, dann kann ich auch locker mit diesen Sync-Cookies anfangen. Ansonsten speichere ich mir für jeden Verbindungsaufbau diese Optionen oder diese Variablen oder wie viel Empfangsfenster und so weiter ich habe, die speichere ich mir bei mir zwischen und nicht beim Empfänger. Gut, ja, das war jetzt tatsächlich alles, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!